Hallo und herzlich willkommen. Nougat-Ringe oder Nougat-Kränzchen sind ein Gebäck mit Mürbeteig und mit einer Nougat-Creme, die man das ganze Jahr über essen kann. Zudem sind sie auch noch lange haltbar. Und hier sind die Zutaten für den Mürbeteig. 250 Gramm Mehl, 125 Gramm zimmerwarme Butter, ein Ei, 60 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein halber Teelöffel Zitronenzucker und ein Esslöffel Vanillezucker. Zitronenzucker und Vanillezucker kann man gut selber machen. Wie das geht, habe ich schon gezeigt. Dann alle Zutaten in eine Rührschüssel geben. Dann mit dem Handrührgerät mit den Knethaken kurz krümelig verrühren. Den Teig jetzt mal vom Rand lösen und mit den Händen ganz kurz noch zum Teig verkneten. Und hier immer zügig arbeiten, sonst wird der Teig brandig, das heißt, er verliert die Bindung und später zerbrechen die Plätzchen. Eine Klarsichtfolie schon mal bereitlegen und den Teig darauf geben. Ich drücke ihn gleich in etwas flach, also etwa Rechteck, dann gut verpacken und für mindestens eine Stunde kühl stellen. Der Teig war für eine Stunde im Kühlschrank und ist gut durchgekühlt. Ich packe ihn jetzt aus und halbiere ihn. Dann rolle ich ihn auf zweimal aus und tue mich somit leichter. Die nicht benötigte Teighälfte nochmal einschlagen und in den Kühlschrank geben. Den Teig auf einen halben Zentimeter Stärke ausrollen. Ich habe mir dazu 2 Leisten im Baumarkt besorgt. Dann kann ich ihn gleichmäßig stark ausrollen. Den Teig bemehlen, ausrollen. Und wenn er klebt, immer wieder mal etwas Mehl darüber stäuben. Wenn er gleichmäßig ausgerollt ist, die Leisten zur Seite nehmen, nochmal leicht bemehlen, eine zweite Folie darauf legen und umdrehen. Die Folie abziehen. Sollte der Teig beim Ausrollen dann zu weich sein, so kann man den komplett mit der Folie kurz mal kühl stellen, dann lässt er sich besser verarbeiten. Zum Ausstechen nehme ich ein Glas mit einem Durchmesser von ca. 9 cm. Man kann aber auch mit einem passenden Ausstecher arbeiten. Aufsetzen und drehen. Und ich achte beim Ausrollen des Teiges immer darauf, dass ich die Breite habe, wo ich möglichst 2 Kränzchen ausstechen kann. Die ideale Breite des Teiges ist 20 cm. Dann mit einem runden Ausstecher, der hat den Durchmesser von 4,5 cm, in der Mitte einen Kreis ausstechen. Mit einer kleinen Teigkarte oder mit einer Palette den überschüssigen Teig abnehmen. Und aufs Blech umsetzen. Jetzt wird mir der Teig etwas zu weich, das heißt, ich muss ihn jetzt mal einfrieren. Der Teig ist etwas zu weich geworden, ich stelle ihn jetzt kühl, dann kann ich die Plätzchen leichter umsetzen. Ich hatte den Teig jetzt für 5 Minuten in der Gefriertruhe und jetzt geht das Umsetzen deutlich einfacher. Darum rolle ich den Teig immer grundsätzlich auf einer Folie aus und nicht direkt auf der Arbeitsplatte. Dann kann man den
Immer wieder kühl stellen, wenn er zu weich wird. Die Teigreste zusammennehmen, verpacken und kühl stellen. Dann hole ich mir die zweite Teighälfte und rolle die genauso aus wie hier gezeigt. Die beiden Reste knete ich auf etwas Mehl wieder zusammen und genauso ausrollen und ausstechen wie vorhin gezeigt. Insgesamt ergibt es dann 16 Kränzchen und vom Rest habe ich noch kleine Kreise gemacht. Die Kränzchen jetzt etwa eine Viertelstunde kühl stellen und in der Zwischenzeit heize ich schon den Backofen auf 160 Grad Umluft vor. Nach der Kühlzeit die Kränzchen für ca. 15 Minuten bei 160 Grad Umluft backen. Nach dem Backen auf dem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen. Zwischenzeitlich mache ich schon mal die Nougat-Füllung aus 250 Gramm Nougat, 125 Gramm Butter und 100 Gramm grob gehackter Vollmilchkuvertüre. Zuerst schmelze ich die Butter und die Kuvertüre auf dem Herd. Beides gebe ich in einen Topf und das könnte man auch auf dem Wasserbad machen. Das Schmelzen höchstens auf Stufe 1. Bei meinem Herd kann ich sogar auf 1,5 schalten. Und immer wieder leicht in Bewegung halten, also es darf auf keinen Fall anbrennen und zu heiß werden. Das heißt, wer sich unsicher ist, der macht das Ganze am Wasserbad. Wenn alles geschmolzen ist, von der Herdplatte nehmen. Dann gleich die Nougatmasse dazugeben. Und in der warmen Butter-Kuvertüre-Mischung schmelzen lassen. Und es geht eigentlich recht schnell. Und es hat den Vorteil, dass die Butter-Kuvertüre-Masse auch gleich etwas abkühlt. Wenn die Nougatmasse komplett geschmolzen ist, das Ganze nochmal gut durchrühren und abkühlen lassen, bis die Masse etwas anzieht. Ich lasse es im Topf abkühlen, man könnte es aber auch noch mal umfüllen, dann geht es etwas schneller. Die Masse ist abgekühlt und die Konsistenz ist richtig, dass ich sie in den Spritzbeutel füllen kann. In den Spritzbeutel habe ich eine Lochtülle mit der Nummer 7. Den Spritzbeutel hochnehmen, die Masse nach vorne drücken. Die Nougat-Creme aufspritzen und ich mache das mit 2 Kreisen. Und das mache ich jetzt bei allen 16 und den Rest teile ich dann noch auf, wenn von der Creme was übrig ist. Und den geringen Rest, den verteile ich noch. Hier mache ich noch ein paar Minis. Die Nougat-Kränzchen werden dann noch in gehackte Haselnüsse getaucht. Dazu muss aber die Masse erst noch etwas anziehen. Das heißt, ich stelle sie kurz kühl. Die Nougat-Ringe hatte ich jetzt eine Viertelstunde kühl gestellt. Jetzt tauche ich sie in gehackte, geröstete Haselnüsse und da braucht man ca. 150 bis 200 Gramm. Gut eindrücken, dass möglichst viele Haselnüsse haften bleiben. Die Nougat-Ringe stelle ich gerne in der kühleren Jahreszeit her. Dann kann ich sie zum Kühlen immer ins Freie stellen. Und jetzt so weitermachen, bis alle Ringe ihren Nussmandel haben. Und jetzt das Ganze nochmal für eine halbe bis 1 Stunde kühl stellen. Die Nougat-Ringe sind durchgekühlt. Ich mache jetzt den Schokoladenguss aus 200 Gramm Zartbitterkuvertüre und 150 Gramm Vollmilchkuvertüre. Die Kuvertüren erstmal grob hacken und schmelzen. Die Kuvertüre ist geschmolzen, damit sie fließfähiger wird,
gebe ich noch 2 Esslöffel neutrales Speiseöl dazu. Das Öl jetzt gut einrühren, dass eine gleichmäßige Masse entsteht. Die Kränzchen jetzt kopfüber in die Kuvertüre tauchen, ein bisschen nach unten drücken und vorsichtig herausnehmen. Abtropfen lassen und auf die Folie setzen. Und das andere Blech genauso. Und sollte die Kuvertüre zu kalt werden, dann einfach kurz nochmal anwärmen. Und noch das letzte, die Kuvertüre ist jetzt unten ein bisschen knapp, das heißt, ich bewege es hin und her, damit auch das letzte noch einen schönen Überzug bekommt. Die übrig gebliebene Kuvertüre verwende ich dann immer noch für einen Schokoladenpudding und gebe sie in ein kleines Gefäß. Die Kuvertüre ist getrocknet, man kann sie jetzt schon servieren. Ich habe noch 15 Gramm Vollmilchkuvertüre geschmolzen und in einen kleinen Spritzbeutel gegeben. Eine kleine Ecke abschneiden und die Kränzchen noch dekorieren. Und die Kuvertüre nochmal trocknen lassen. Die Nougat-Kränzchen kann man zum Beispiel auf einer weißen Platte servieren. Jetzt schneide ich noch einen auf, damit ihr auch seht, wie sie von innen aussehen. Und so sehen sie angeschnitten aus. Die Kränzchen kann man gut bevorraten, falls welche übrig bleiben. Ich gebe sie dazu in eine Dose, lege eine Lage Pergamentpapier darauf und mache dann die zweite Schicht darüber. Die kleinen sehen fast aus wie Pralinchen. Den Deckel nicht fest verschließen, kühl und dunkel gelagert, ohne große Temperaturschwankung, dass sie nicht schwitzen, halten sie einige Wochen. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.